Hallo und herzlich willkommen zu Mehr als nur bestellen, dem Podcast rund um Essen und Trinken im Alltag. Heute erkunden wir, wie man selbst einfache Gerichte zaubern kann. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unsere Vorlieben und Abneigungen ausdrücken können. Manchmal ist es einfach zu sagen, dass man etwas mag oder nicht mag, aber oft gibt es mehr Nuancen, die man beschreiben möchte. Genau, und das macht Gespräche auch viel interessanter, oder? Anstatt nur zu sagen, ich mag Fußball, könntest du zum Beispiel erklären, warum du es magst. Vielleicht wegen der Spannung oder der Teamarbeit. Ja, und umgekehrt kannst du auch deine Abneigungen differenzierter ausdrücken. Statt nur zu sagen, ich mag keinen Kaffee, könntest du hinzufügen, dass du den bitteren Geschmack nicht magst oder dass dir Tee besser bekommt. Das stimmt. Es ist auch wichtig, höflich zu bleiben, wenn man seine Abneigungen äußert. Zum Beispiel könnte man sagen, Kaffee ist nicht mein Fall, anstatt etwas Negativeres zu formulieren. Absolut. Und wenn man seine Vorlieben teilt, kann man gemeinsame Interessen entdecken. Das schafft eine Verbindung und macht das Gespräch lebendiger. Wenn du sagst, dass du Filme liebst, könntest du hinzufügen, welche Genres oder Regisseure du bevorzugst. Richtig. Und manchmal kann es sogar zu neuen Erfahrungen führen. Wenn jemand sagt, dass er gerne wandert und du das noch nie gemacht hast, könnte das eine Einladung sein, es auszuprobieren. Auf jeden Fall. Und wenn du deine Abneigungen höflich ausdrückst, gibt es oft Raum für Verständnis und Kompromisse. Vielleicht magst du keine scharfen Speisen, aber dein Freund liebt sie. Da könnte man etwas weniger Scharfes zusammen kochen. Ja, und manchmal ändern sich Vorlieben auch mit der Zeit. Was man als Kind nicht mochte, kann man als Erwachsener vielleicht lieben. Es ist interessant, wie sich der Geschmack entwickeln kann. Das ist wahr. Ein weiterer Aspekt ist, dass unsere Vorlieben und Abneigungen oft mit Erinnerungen verbunden sind. Ein bestimmter Geruch oder Geschmack kann uns an etwas aus der Kindheit erinnern, was unsere Vorliebe beeinflusst. Da sprichst du einen guten Punkt an. Vorlieben und Abneigungen sind oft emotional. Wenn wir das verstehen, können wir besser nachvollziehen, warum jemand etwas mag oder nicht mag. Ja, das eröffnet auch die Möglichkeit, über kulturelle Unterschiede zu sprechen. Was in einer Kultur als Delikatesse gilt, könnte in einer anderen als weniger schmackhaft empfunden werden. Genau. Und das macht das Thema so spannend. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und zu verstehen, wenn es um Vorlieben und Abneigungen geht. Es ist eine tolle Möglichkeit, mehr über sich selbst und andere zu lernen. Nachdem wir über Vorlieben und Abneigungen gesprochen haben, könnten wir uns jetzt mit unseren Essgewohnheiten auseinandersetzen. Die Art und Weise, wie wir essen, sagt viel über uns aus, nicht wahr? Absolut. Essgewohnheiten sind oft tief in unserem Alltag verwurzelt. Manche Menschen essen dreimal täglich, andere bevorzugen kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt. Was ist mit dir?
Ich bin eher der Typ für 3 große Mahlzeiten. Frühstück ist mir besonders wichtig. Es gibt mir Energie für den Tag. Wie hältst du es mit den Mahlzeiten? Ich mag es, mehrere kleine Mahlzeiten zu haben. Das hält meinen Energielevel konstant und verhindert, dass ich zu hungrig werde. Außerdem vermeide ich so das schwere Völlegefühl. Interessant. Essgewohnheiten können auch kulturell bedingt sein. Zum Beispiel ist in manchen Ländern das Mittagessen die Hauptmahlzeit, während in anderen das Abendessen wichtiger ist. Ja, das stimmt. Und wie wir essen, kann auch von Familie zu Familie unterschiedlich sein. Manche essen immer zusammen am Tisch, während andere vielleicht vor dem Fernseher essen. Genau. Und wie wir kochen, spielt auch eine Rolle. Manche Menschen kochen gerne selbst, während andere lieber essen gehen oder Essen bestellen. Was bevorzugst du? Ich koche sehr gern. Es entspannt mich und ich kann kreativ sein. Aber hin und wieder genieße ich es auch, in einem Restaurant neue Gerichte zu probieren. Das klingt gut. Wenn man regelmäßig kocht, kann man auch bewusster essen und gesündere Entscheidungen treffen. Aber manchmal hat man einfach Lust auf etwas Schnelles oder Einfaches. Richtig. Und manchmal lassen sich Essgewohnheiten aus praktischen Gründen nicht immer einhalten. Arbeit, Schule oder andere Verpflichtungen können den Tagesablauf beeinflussen. Ja, Flexibilität ist wichtig, aber ich denke, es lohnt sich, zumindest beim Essen eine gewisse Routine zu haben. Das kann helfen, den Tag besser zu strukturieren. Das sehe ich auch so. Und wenn man mit anderen zusammen isst, kann das auch die Essgewohnheiten beeinflussen. Manchmal passt man sich dem Rhythmus der Familie oder Freunde an. Stimmt, und gemeinsame Mahlzeiten sind oft eine schöne Gelegenheit, um sich auszutauschen und Zeit miteinander zu verbringen. Das stärkt die sozialen Bindungen. Genau. Und dabei kann man auch neue Geschmäcker und Gerichte entdecken. Vielleicht probiert man etwas, das man alleine nie gemacht hätte. Absolut. Und manchmal führen neue Erfahrungen zu neuen Gewohnheiten. Wer weiß, vielleicht wird das neue Lieblingsgericht zu einem festen Bestandteil im Alltag. Ja, Essgewohnheiten sind dynamisch und können sich im Laufe der Zeit ändern. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und das Essen genießt. Welche Essgewohnheiten hast du und wie beeinflussen sie deinen Alltag? Nachdem wir über Essgewohnheiten gesprochen haben, sollten wir uns darüber unterhalten, wie man jemanden zum Essen einlädt. Das kann ja auch ein wichtiger Teil des sozialen Lebens sein, oder? Absolut. Eine Einladung zum Essen kann viel bewirken. Es zeigt Interesse und Wertschätzung. Aber manchmal ist es nicht so einfach, die richtige Balance zu finden, vor allem wenn man absagen muss. Ja, das stimmt. Eine Einladung anzunehmen kann einfach erscheinen, aber manchmal passt es nicht in den eigenen Zeitplan. Wie lehnst du eine Einladung höflich ab? Ich versuche immer, ehrlich und gleichzeitig freundlich zu sein. Zum Beispiel sage ich, danke für die Einladung, aber ich habe leider schon etwas anderes vor. Und du? Ganz ähnlich.
Ich füge oft hinzu, dass ich mich über eine zukünftige Einladung freuen würde. So bleibe ich offen für weitere Gelegenheiten und zeige, dass das Interesse weiterhin besteht. Das ist eine gute Idee. Und wie bereitest du dich vor, wenn du jemanden einlädst? Ich finde, dass die Planung und das richtige Timing wichtig sind, damit sich alle wohlfühlen. Absolut. Ich achte darauf, dass das Datum passt und frage auch nach Vorlieben. Es ist schön, wenn sich die Gäste geschätzt fühlen. Und du, wie gestaltest du Einladungen? Ich schicke oft eine nette Nachricht oder rufe an. Dann kann ich direkt fragen, ob der Termin passt und ob es spezielle Wünsche gibt. Das macht die Planung einfacher und persönlicher. Ja, das persönliche Element ist wichtig und manchmal kann eine einfache Einladung zu einem Kaffee oder einem kleinen Snack schon viel bedeuten. Es muss nicht immer ein großes Essen sein. Stimmt. Oft sind es die kleinen Gesten, die zählen. Ein spontanes Treffen kann genauso verbindend sein wie ein aufwendig geplantes Dinner. Flexibilität ist da ein Schlüssel. Genau. Und manchmal ergeben sich die besten Gespräche bei einer ungezwungenen Einladung. Wenn die Atmosphäre locker ist, fühlen sich alle wohler und können echte Gespräche führen. Das ist wahr. Und wenn man eingeladen wird, finde ich es schön, eine Kleinigkeit mitzubringen, sei es ein Dessert oder ein Getränk. Das zeigt Wertschätzung und Dankbarkeit. Eine nette Geste. Es zeigt, dass man die Einladung nicht als selbstverständlich ansieht. Kleinigkeiten können den Unterschied machen und zum Gelingen des Treffens beitragen. Ja, und manchmal entsteht aus einer Einladung eine Tradition. Vielleicht wird daraus ein regelmäßiges Treffen, das man sich nicht mehr wegdenken möchte. Das stärkt die Bindung. Richtig. Und es ist schön zu sehen, wie sich Beziehungen durch solche Treffen entwickeln. Gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen machen Freundschaften und Bekanntschaften oft tiefer. Und selbst wenn man absagen muss, ist es wichtig, den Kontakt zu halten. Eine Absage sollte nicht das Ende der Beziehung bedeuten. Ein neuer Termin kann immer gefunden werden. Auf jeden Fall. Kommunizieren ist das A und O. Wenn man offen bleibt, entstehen oft ganz neue Möglichkeiten für interessante Begegnungen und Gespräche. Genau. Und das Schöne an Einladungen ist, dass sie immer wieder neue Türen öffnen können, sowohl zu neuen als auch zu bestehenden Freundschaften. Welche kleinen Gesten oder Traditionen habt ihr, um Einladungen besonders zu gestalten oder zu zeigen, dass euch jemand wichtig ist? Wenn die Einladung angenommen ist, beginnt die nächste Herausforderung, das Gespräch während des Essens. Es kann eine Kunst sein, das richtige Thema zu finden. Absolut. Ein gutes Gespräch kann den Abend bereichern. Ich finde es wichtig, Themen zu wählen, die alle interessieren und zu denen jeder etwas beitragen kann. Ja, und ich denke, es ist hilfreich, mit allgemeinen Themen zu starten, wie Reisen oder Filme. Das bricht das Eis und jeder fühlt sich eingeladen, mitzureden. Genau. Und man sollte darauf achten, dass das Gespräch nicht zu einseitig wird. Fragen stellen ist wichtig, um wirklich zuzuhören und Interesse zu zeigen.
Gute Fragen sind der Schlüssel. Ich frage oft nach Lieblingsgerichten oder Reiseerlebnissen. Das bringt oft spannende Geschichten und man lernt viel über die anderen. Und wenn das Gespräch ins Stocken gerät, kann man auch über das Essen sprechen. Zutaten, Rezepte oder die Herkunft des Gerichts sind oft interessante Themen. Absolut, das Essen selbst kann ein wunderbarer Gesprächsstarter sein und manchmal entdeckt man gemeinsame Vorlieben oder Abneigungen, was das Gespräch belebt. Aber es ist auch wichtig, sensible Themen zu vermeiden, zumindest am Anfang. Politik oder kontroverse Themen könnten die Stimmung trüben. Stimmt, es sei denn, man kennt die Gäste gut und weiß, dass solche Themen willkommen sind. Ansonsten halte ich es lieber leichter und unbeschwerter. Und wie stehst du zu Humor beim Essen? Ich finde, ein wenig Lachen kann die Atmosphäre auflockern und das Eis brechen. Unbedingt. Ein guter Witz oder eine lustige Anekdote kann Wunder wirken, aber man sollte darauf achten, dass der Humor für alle passend ist. Ja, der richtige Ton ist wichtig. Und manchmal ergibt sich aus einem lustigen Moment ein tieferes Gespräch. Humor kann eine Brücke sein. Das stimmt, und ich finde es schön, wenn man sich beim Essen Zeit nimmt, wirklich zuzuhören. Das zeigt Respekt und schafft eine angenehme Atmosphäre. Zuhören ist essentiell. Und es ist schön, wenn man durch das Gespräch neue Seiten an den anderen entdeckt. Essen verbindet Menschen auf besondere Weise. Genau. Und manchmal entstehen daraus wunderbare Freundschaften. Ein gemeinsames Essen kann der Beginn von etwas ganz Besonderem sein. Am Ende des Abends fühlt man sich oft näher, als man es vorher erwartet hätte. Gespräche beim Essen sind eine wertvolle Gelegenheit, Beziehungen zu vertiefen. Und selbst wenn das Essen vorbei ist, bleiben die Gespräche oft in guter Erinnerung. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des gemeinsamen Erlebnisses. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und unseren Podcast gehört habt. Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Bitte hinterlasst uns einen Kommentar mit euren Lieblingswörtern aus dem Podcast. Wir sind gespannt auf eure Gedanken. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns darauf, euch in der nächsten Staffel wiederzuhören. Die Absage. Manchmal muss man eine Einladung ablehnen. Es ist wichtig, dabei höflich zu bleiben. Die Atmosphäre. Eine angenehme Atmosphäre macht das Essen schöner. Gute Gespräche entstehen oft in einer entspannten Atmosphäre. Die Einladung. Eine Einladung kann der Beginn einer Freundschaft sein. Es ist schön, wenn man sich über eine Einladung freut. Die Wertschätzung. Ein kleines Geschenk zeigt Wertschätzung für die Einladung. Wertschätzung stärkt Beziehungen. Das Gespräch. Ein gutes Gespräch beim Essen kann verbindend sein. Gespräche helfen, mehr über andere Menschen zu erfahren.